Musik konkret neu arrangiert, vom Kopfhörermix in den 3D-Audioraum. Das ist das Thema meiner Bachelorarbeit am SAE-Institut Leipzig. Ich bin William Schur und Audio Engineering Student am SAE und ich möchte euch heute mitnehmen auf dieser 3D-Audioreise, um euch mein Projekt vorzustellen. 3D-Audio oder Immersive Audio, warum eigentlich? Ja, 3D-Audio hat sich in der Industrie heute schon etabliert, denn in Zeiten von Dolby Atmos mit Kinoformaten oder VR-Audio mit Binaural Audio hat sich 3D-Audio hier in der Industrie schon platziert. Und daran möchte ich anknüpfen und habe mir überlegt, wie sieht das Ganze bei Musik aus? Bei Musik wird noch viel über Stereo und Spotify gestreamt und gehört, doch warum da ein immersives Erlebnis nicht mit Musik haben? Die Idee, einen binauralen Kopfhörermix in den 3D-Audioraum zu versetzen, kam mir damals beim Besuch der Kaleidoskop der Räume in der Dresdner Frauenkirche. Und da habe ich den Fabian Russ kennengelernt, der dieses Werk renoviert hat. Und dabei habe ich mir gedacht, wie cool es wäre es denn vielleicht, eins seiner Werke, was ich über Kopfhörer gehört habe, in den dreidimensionalen Klangraum zu versetzen. Und ich möchte Fabian an dieser Stelle vorstellen. Hallo Fabian, schön, dass du hier bist. Vielleicht kannst du ja noch mal kurz sagen, wer du bist und wie du zu meinem Projekt gefunden hast. Ja, mein Name ist Fabian Russ, ich bin 34 Jahre alt und arbeite an der Schnittstelle zwischen klassischer Musik, Elektronik und Klang im dreidimensionalen Raum. Und wir hatten vergangenes Jahr eine Produktion des Heinrich Schütz Musikfestes mit dem Namen Kaleidoskop der Räume, wo es sich um eine Bearbeitung der Psalmen Davids handelte. Und im Vorfeld dieser Arbeit habe ich für mich eine Studie gemacht für Kopfhörer, für den binauralen Raum mit dem Namen Horloge Mécanique. Und da der William ein Besucher unserer Installation war, ist er hinterher auf uns zugekommen und ins Gespräch gekommen und hat dann beschlossen, diese Studienarbeit, die ich sozusagen für mich selbst angefertigt habe, vor der Produktion, die er besuchte, auf den Raum zu übertragen und erstmalig in ein großes Lautsprecher-Setup zu bringen. Um sich der Problematik zu widmen, vom Kopfhörer in den 3D-Audioraum zu gehen, muss man sich einer Lösung bedienen. Man muss bei 3D-Audio objektbasiert arbeiten. Das bedeutet, dass man sich einen virtuellen Klangraum nimmt, in dem man ein Objekt nimmt und dieses dort neu arrangiert. Dieses Verfahren wurde auch schon damals im Genre Musik konkret von Pierre Schaeffer, einem französischen Klangkünstler, gemacht. Er hat auch ein Klangobjekt genommen und das in den Raum versetzt. Und dieser Problematik kann man sich heute widmen, denn mit neuesten Technologien, in meinem Fall jetzt der Software SPAT Revolution, kann man ein solches Klangerlebnis realisieren, um somit einen Weg von Kopfhörer in den Raum zu gehen. Die Software SPAT Revolution ist eine All-in-One-Raumsimulierung, mit der man Räume erschaffen kann und der Künstler seine vollste Kreativität hat. Man kann unterschiedlichste Ausgaben veranstalten aus binauraler Weise auf Custom Multikanal Lautsprecher Setups oder halt auch für Kinoformate wie Dolby Atmos. Und mit dieser Software habe ich mich quasi auseinandergesetzt, um auf einem Pre-Design für Kopfhörer zu arbeiten, dann auf einem 2D-Setup an der SAE zu testen und schlussendlich hier ins WISP-Kollektiv, ins Not a Number Studio, diesen Mix zu präsentieren. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal Danksagung aussprechen an das SAE-Institut Leipzig für die Verfügungstellung der Technik und den Tests, die ich dort stattfinden lassen konnte, und natürlich an das Not a Number Studio hier im WISP-Kollektiv Leipzig mit Felix Teufel, der dieses mir zur Verfügung stellte. Und zu guter Letzt natürlich auch an meine Familie und die Freunde, die mich in dieser Zeit unterstützt haben, dieses Projekt durchzuführen.
Und ich bleibe mir nichts anderes zu sagen, als hört mehr 3D-Audio-Content und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.